I want to welcome everybody to this camp meeting. Herzlich willkommen an euch alle zu diesem Camp-Meeting. Let's open with a word of prayer. Lasst uns mit einem Gebet beginnen. Holy God, we want to give you praise and thanks. Heiliger Gott, wir möchten dir danken und dich loben und preisen. You have brought us to a time such as this. Du hast uns zu einer Zeit wie dieser gebracht. We thank you for the great light that you have brought to your people. Wir danken dir für das große Licht, das du deinem Volk gegeben hast. But even as we bask in this light, Aber auch wenn wir in diesem Licht sind, we recognize our ignorance. erkennen wir unsere Unwissenheit. There are so many things we don't understand. Da gibt es so viele Dinge, die wir nicht verstehen. The path is not as simple or straight as we had once imagined. Der Pfad ist nicht so einfach und geradeaus, wie wir es uns immer vorgestellt haben. In our confusion, in our waywardness, In unserer Verwirrung, in our inability to see the future, in unserer Wankelmütigkeit und unserer Unfähigkeit, die Zukunft zu sehen, even in our Laodicean condition, auch in unserer laodizianischen we bow before Verfassung, you today, beugen wir uns vor dir heute, asking for your forgiveness. und bitten dich um Vergebung. There are many things that we should have done, which we have left undone. Es gibt viele Dinge, die wir getan haben sollten, die wir aber nicht getan haben. The time is short, Die Zeit ist kurz and we need to redeem the time. und wir müssen die Zeit auskaufen. I want to pray for your leaders across the world, Ich möchte dich bitten für unsere Leiter über der ganzen Welt verstreut, those in positions of responsibility. diejenigen, die sich in Verantwortungspositionen befinden, At this moment, at this hour of crisis, in diesem Moment, in dieser Stunde der Krise, may they not waver. mögen sie nicht wanken. May they not leave their post of duty, Mögen sie nicht ihren Posten, ihre Pflicht but may each of them verlassen, count it a blessing, sondern möge jeder seinen Posten als Segen empfinden. a privilege Ein Privileg, to be a leader in this movement. ein Leiter in dieser Bewegung zu sein. I pray for the flock of God, Ich bitte dich für die Herde Gottes, that they would honor and glorify your name dass sie deinen Namen ehren und in verherrlichen, thought and in action. in Gedanken und in Taten. Pray in Jesus' name. Amen. Ich bete in Jesu Namen. Amen. As I said, I wanted to welcome everybody to this camp meeting. Wie ich gesagt habe, möchte ich jeden zu diesem Camp-Meeting willkommen heißen. I have two presentations. Ich habe 2 Präsentationen. I'm not sure how much material we will get through, Ich bin mir nicht sicher, durch wie viel Material wir kommen werden. I hope that the thoughts that I present are not too disjointed, Ich hoffe, dass die Gedanken, die ich präsentieren werde, nicht zu sehr unabhängig voneinander sind and that each of us can receive a blessing. und dass jeder von uns davon Segen empfangen kann. I hope you will like my background. Ich hoffe, ihr mögt meinen Hintergrund. We'll talk about that in a moment. Wir sprechen darüber gleich. It took me a long time to produce it. That's all I can say.
Es hat lange gedauert, bis ich das gemacht habe. So viel sage ich schon mal. So, as you know, this is a camp meeting that's been hosted by the French ministry. Wie ihr wisst, wird dieses Camp-Meeting von dem französischen Ministry veranstaltet. So it would be remiss of me if I didn't speak a little bit about France. Und ich werde also deswegen etwas über Frankreich auch reden. And the issues that the French members and the French and France in general faces. Es wäre nachlässig von mir, wenn ich das nicht täte, und auch über die Probleme zu sprechen, mit denen Frankreich momentan konfrontiert ist. It's going to be the final elections in France. Wie ihr wisst, finden in wenigen Tagen die Endwahlen in Frankreich statt. And what seems almost normal, almost commonplace today, und was fast normal scheint heutzutage, only a few years ago been unthinkable. Wäre vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen. You all know the two contenders, the two people who are fighting for the right to govern France. Ihr kennt alle die zwei Kandidaten, die um das Recht kämpfen, Frankreich zu regieren. You know the incumbent and you know Marie Le Pen. Ihr kennt den Amtsverteidiger und ihr kennt Marine Le Pen. So I hope that, let me rephrase that, if you're not aware of the latest developments. Wenn ihr die kürzlichen Entwicklungen nicht kennt. I said latest, it's a couple of days old. Also vor ein paar Tagen. I don't want to give sensational headlines. Ich möchte jetzt keine Sensationsüberschriften geben. But I will. Aber ich werde es dennoch. So, Miss Le Pen said the following. Frau Le Pen hat das Folgende gesagt. If she wins the election, wenn sie die Wahl gewinnt, she's going to take France out of NATO. Dann wird sie Frankreich aus der NATO herausnehmen. The unimaginable is now reality. Das Undenkbare ist jetzt Realität. Now, of course, she didn't express it in that way. Natürlich hat sie das so nicht ausgedrückt. She didn't literally say she's going to take France out of Europe. Take France out of NATO. Sie hat nicht buchstäblich gesagt, dass sie Frankreich aus der NATO herausnehmen wird. Or out of Europe as well. Oder auch What she aus said Europa is the following sogar. with respect to NATO. Sie hat das Folgende gesagt in Bezug auf die NATO. Now, I don't know if you realize, I think you do by now. Ich weiß nicht, ob ihr das realisiert habt, aber ich denke, ihr tut das bereits. NATO, whilst it doesn't have its own army, has its own centralized command center. Dass die NATO, seit sie ihre eigene Armee hat, hat sie auch ihr eigenes zentralisiertes Kommandozentrum. So there's a general that runs NATO. Es gibt also einen General, der die NATO leitet. And this general coordinates all the countries that are part of NATO. Und dieser General and makes sure they have an integrated system. Koordiniert alle Länder, die Teil der NATO sind, und stellt sicher, dass sie ein integriertes System haben. And what Miss Le Pen wants to do, und was Frau Le Pen machen möchte, is basically say that NATO cannot control French soldiers. Im Grunde genommen sagt sie, dass die NATO nicht die französischen Soldaten integrated kontrollieren military kann. command that NATO has. Also diese integrierte dieses Kommando, das die will NATO have hat, no authority over the French military. wird keine Autorität über das französische Militär haben. Now, I want you all to realize that that is a significant change of events.
Wenn du realisierst, dass das eine bedeutende Änderung der Ereignisse especially ist, considering what's going on in Europe at this moment in time. und du speziell betrachtest, was in diesem Moment der Geschichte in Europa vonstatten So in geht, the midst of the Ukrainian war, inmitten des ukrainischen Krieges, the second leading nation in Europe die zweitführende Nation in Europa, is essentially saying, if the elections go a certain way, sagt im Grunde genommen, wenn die Wahlen auf eine bestimmte Art that und Weise France enden, will essentially withdraw its allegiance to NATO's cause. dann wird Frankreich im Grunde genommen seine Allianz der NATO She said entziehen. a lot. I think it was last Wednesday on the Sie 13th. hat sehr viel gesagt und ich denke, es war letzten Mittwoch am 13. So I've already said that she wants to leave NATO's integrated military command structure. Ich habe bereits gesagt, dass sie diese Kommandostruktur, militärische Kommandostruktur der NATO verlassen And möchte. your guess is as good as mine what she means by the following statement. Und du kannst dir genauso gut denken wie ich mir, was sie mit der folgenden Aussage meint. She wants a strategic reapproachment with Russia. Sie möchte eine strategische Wiederannäherung an Russland. To me, that sounds like she wants to go back and be friends with Russia. Für mich hört sich das so an, dass sie zurückgehen möchte und sich mit Russland wieder befreunden möchte. Now, we all understand we're living in the history of Daniel 11 verses 40 to 45. Wir alle verstehen, dass wir in einer Geschichte leben von Daniel 11, Vers We 40 bis understand what 45. prophecy teaches. Wir verstehen, was die Prophetie lehrt. We understand the grand battle between the two kings, Wir verstehen die große Schlacht zwischen diesen zwei Königen, the north and the south. den Norden und den Süden. We know how this war has progressed over the centuries. Wir wissen, wie dieser Krieg die Jahrhunderte lang vonstatten ging, vorangetrieben wurde. We know that following the fall of the Soviet Union Wir wissen, dass nach dem Fall der Sowjetunion and its subsequent death, und dem darauffolgenden Tod the United States declared a new world order. haben die Vereinigten Staaten eine neue Weltordnung erklärt. It stated Sie haben gesagt, that it was going to be a unipolar world order. dass es eine unipolare Weltordnung sein wird. It wasn't going to be a bipolar world order or a unilateral world order. Es sollte keine bipolare oder unilaterale Weltordnung sein. Now, we can argue about the rights and wrongs of whatever deal or arrangements the United States made with Russia at that time. Wir können über das richtig und falsch sprechen und argumentieren oder über welche Deals auch immer die Amerika mit Russland zu dieser Zeit gemacht hatte. Despite the United States' position in prophecy, Trotz der Position der USA in der Prophetie, the position that Le Pen is taking ist die Position, die Le Pen einnimmt, is one that is antagonistic towards the United States. ist eine, die gegensätzlich ist zu der Position der Vereinigten Staaten. Now, how the United States, the King of the North, fulfills prophecy Wie die Vereinigten Staaten, der Nordkönig, die Prophetie erfüllen, is yet to be properly understood.
muss noch richtig verstanden werden. But part of its strategy, Aber Teil seiner Strategie, despite being the global superpower, obwohl er die globale Supermacht ist one of multilateralism. Gehört er zu dem Le Pen Multilateralismus. dismisses multilateralism. Und Le Pen ist gegen Multilateralismus. She blasts Germany Ähm, and criticizes the European Union. Sie verdammt Deutschland und kritisiert die Europäische Union. Said that climate issues were a low priority. Sie sagt, dass die Klimaprobleme keine große Priorität haben. And as many conservatives do, Und wie viele Konservative es tun, she attacked the globalists. greift sie die Globalisten an. And whilst doing all of that, Und während sie all das tut, she was almost silent about Russia's brutality and what it was doing. hat sie fast geschwiegen über die Brutalität Russlands und was Russland tat. If you listened or read what she said, Wenn ihr gelesen oder gehört habt, was sie gesagt hat, you'll know that it's very reminiscent of President Trump's time in office. dann wisst ihr, dass es sehr an die Zeit von Präsident Trump erinnert. Now, even though she said France would respect Article 5 of NATO, Obwohl sie gesagt hat, dass Frankreich den Artikel 5 der Nato respektieren as I've wird, said before, she was clear that French troops would not be under NATO control. denn ich habe vorhin gesagt, sie war klar darüber, dass die französischen Truppen nicht unter der NATO-Herrschaft She sein sees werden. NATO Sie sieht die NATO as a puppet of the United States. als eine Marionette der Vereinigten Staaten. And what she wants to do Und was sie tun möchte, is she wants to place France equidistant from Russia and from the United States. ist, dass sie Frankreich von Russland und von den Vereinigten Staaten And she entfernen thinks möchte. this is going to bring security and safety to the French people. Sie denkt, dass das Sicherheit für das französische Volk bringen So wird. I don't know what you think about her position, Ich weiß nicht, was du über ihre Haltung denkst, but she thinks she's clever aber sie denkt, sie ist clever. because she thinks if she has this independence, if And France she- has this independence, Sie denkt, wenn Frankreich diese Unabhängigkeit hat, people will be left guessing about what France will do from one day to another. dann bleibt es den Leuten überlassen, zu raten, was Frankreich von heute auf morgen She tun doesn't want wird. to leave Europe in the same way that the United Kingdom left. Sie möchte Europa nicht so verlassen, wie England Europa verlassen hat. But the reality is it doesn't look much different. Aber die Realität ist, dass es nicht sehr anders aussieht. And in one of her closing remarks, she said the following. Und in einer ihrer letzten Bemerkungen hat sie das Folgende gesagt. France and Germany Frankreich, have completely different strategic goals. Frankreich und Deutschland haben komplett andere strategische Ziele. Their strategic goals were irreconcilable from each other. Ihre strategischen Ziele sind unversöhnlich miteinander. I don't know how many of you realize the significance of what this person is saying and doing. Ich weiß nicht, wie viele von euch realisieren, was das bedeutet, was diese Person sagt und How tut. close she is to winning, Wie nah sie dran ist, die Wahl zu gewinnen. and if she wins,
Und wenn the sie gewinnt, ramifications for all of us across the world. was das dann die Auswirkungen sind für uns alle über die ganze Welt hinweg. Now, I don't know who's going to win the election, Ich weiß nicht, wer die Wahl gewinnen wird, but this is just another example aber das ist ein weiteres Beispiel, of how complicated real life is compared to prophecy. wie kompliziert das wahre Leben ist im Vergleich zu der Prophetie. If you want to learn more about her position, Wenn du mehr über ihre Haltung erfahren möchtest, go back to 1966. gehe zurück ins Jahr 1966. Charles de Gaulle is the head of France, Charles de Gaulle ist der Kopf von Frankreich and he took France out of NATO's central integrated command structure. und er nahm Frankreich aus dieser You zentralisierten may not know, but it was only in Kommandostruktur der NATO 2009 heraus. that France came back into that integrated structure. It's only a relatively recent phenomena. Es war erst 2009, dass Frankreich in diese integrierte Struktur, Kommandostruktur der NATO kam. Also das ist erst sehr kurz her. Why is France such a problem child of Europe? Warum ist Frankreich so ein Problemkind von Europa? I don't mean to say that in an insulting fashion. Ich möchte das nicht I verletzend mean it in a sagen, prophetic fashion. anschuldigend, sondern ich meine es auf eine prophetische Art und It's a Weise. rhetorical question. Es ist eine rhetorische Frage. Part of the reason Ein Teil des Grundes is France's role in prophecy, ist die Rolle Frankreichs in der Prophetie, which occurs at multiple levels. die auf verschiedenen Ebenen stattfindet. We could go to Revelation 11, Wir könnten zu Offenbarung 11 gehen and we could go to Daniel 11. und wir könnten zu Daniel 11 gehen. I hope we all are au fait, that we all understand Ich hoffe, dass wir alle verstehen, the two versions of Daniel 11 that we need to hold at the same time. dass wir diese zwei Versionen von Daniel 11 gleichzeitig hochhalten müssen. I will call it our version Ich nenne es unsere Version and Smith's version. und die Version von Smith. I will call it the spiritual version, Ich nenne es die geistliche Version and in the words of Smith, und in den Worten von Smith a literal prophecy. eine buchstäbliche Prophezeiung. And I borrow that phrase from his book, Und ich leihe mir diesen Satz aus seinem Buch aus, where he speaks about the whole chapter, Daniel 11, being a literal prophecy. wo er darüber spricht, dass das ganze Kapitel von Daniel 11 eine buchstäbliche Prophezeiung ist. However you look at this issue, Wie auch immer du dieses Thema betrachtest, France's role in prophecy Frankreichs Rolle in der Prophetie continues to have an impact upon the world stage. hat weiterhin eine Auswirkung in der Weltbühne, einen Einfluss. In previous studies, In vorangegangenen Studien I've spoken much about the French Revolution. habe ich viel über die Französische Revolution gesprochen. I'm sure we're all familiar with that history to some degree. Ich bin mir sicher, wir kennen einigermaßen diese Geschichte.
It's not my purpose to give dates and events in any particular order. Es ist nicht meine Absicht, hier Daten und Ereignisse in einer bestimmten Reihenfolge zu geben. I've already spoken about the penal code that was created in that history. Ich habe bereits über diesen Strafrechtskodex gesprochen, der in dieser Geschichte I've already erschaffen spoken wurde. about the Declaration, I'll call it the Declaration of Human Rights. Und ich habe über diese Menschenrechtserklärung, so wie ich sie nenne, I gesprochen. just want to speak a little bit to those subjects. Ich möchte ein bisschen über diese Themen sprechen. Now, in a previous study, when I spoke about the penal code, In dem vorangegangenen Studium, als ich über dieses Strafgesetzbuch, I spoke Penalcode, about the gesprochen habe, subject of sodomy, da habe ich über das Thema der Sodomie gesprochen. which is just another term for homosexuality. Was nur ein anderer Begriff für die Homosexualität And ist. in that study, I praised the penal code. Und in diesem Studium habe ich dieses Strafgesetzbuch gepriesen, Because I wanted to make a certain point in that study. denn ich wollte einen bestimmten Punkt in diesem Studium machen. But of course, as you all know, history and prophecy is more complex. Aber wie ihr alle wisst, ist die Geschichte und die Prophetie komplexer. And the reality is, in that penal code, Und die Realität ist, dass in diesem there wasn't Strafgesetzbuch so much an explicit statement that sodomy was okay, was Gab es- legal. keine ausdrückliche Aussage, die gesagt hat, dass Sodomie okay oder legal ist. It was more a statement of omission rather than commission. Es war eher eine Aussage der Mission als einer Kommission. So what that means is what the penal code didn't say rather than what it did say. Das bedeutet, was das Strafgesetzbuch nicht gesagt hat, eher als was es gesagt hat. The reality is the following. Die Realität ist das Folgende. The penal code didn't mention sodomy. Das Strafgesetzbuch hat die Sodomie nicht erwähnt. And therefore, technically, it was not against the law. Und deswegen war Sodomie technisch gesehen nicht gegen das Gesetz. However, Dennoch there were many people who were persecuted gab es viele Leute, die verfolgt wurden, because they found other laws to criminalize their activities. weil sie andere Gesetze gefunden haben, die ihre Aktivitäten kriminalisiert haben. There are some good and bad things that come from that revolutionary history. Es gibt gute und schlechte Dinge, die aus dieser Geschichte der Revolution hervorgekommen sind. Just so that we have a correct framework or a simple framework in which to talk, Nur damit wir ein einfaches Rahmenwerk haben, in dem wir sprechen, what we will call the First Republic. Was wir die Erste Republik nennen. So you have all these kings ruling France. Also wir haben all diese Könige, die Frankreich regiert haben. Then you have a revolution Dann haben wir eine Revolution and they get rid of the king und dann entfernen sie den of the König. monarchy Sie entfernen die Monarchie and they replace it with a republic, the First Republic. und sie ersetzen die Monarchie mit der Ersten Republik. So I hope I have my dates correct. Forgive me if they're wrong. Vergib mir, falls ich die Daten hier falsch habe. So the First Republic begins, I think, 1792 and ends 1804. Die Erste Republik beginnt 1792 und endet 1804.
which I think is 12 years. Ich denke, das sind 12 Jahre. And after that, Und danach it ends up becoming a monarchy again. endet es damit, dass es wieder eine Monarchie wird. They don't call it that, Sie nennen es nicht so, but that's basically when Napoleon basically becomes the emperor or the king. aber im Grunde genommen ist es dann, wenn Napoleon der Herrscher And so wird. France sort of goes back and forth Frank- over the preceding decades. Frankreich geht also immer hin und zurück, die vorangegangenen Jahrhunderte lang, As it slips in and out of being a republic. und schlittert in eine Republik und wieder aus einer Republik heraus. And if I'm correct, I think we're currently in the Fifth Republic. Und wenn ich richtig liege, sind wir momentan in der 5. Republik. I hope I'm correct in all of that. Ich hoffe, ich liege in all dem richtig. So, coming back to the history of the revolution and the First Republic, Wenn wir zurückgehen in die Geschichte der Revolution und der Ersten Republik and also a little bit about Napoleon. und auch ein bisschen über Napoleon. Now, as I said, there were some good things and some not so good things that came out of the revolution. Wie ich gesagt habe, gab es gute Dinge und nicht so gute Dinge, die aus der Revolution hervorkamen. I think what's useful, if you took the time, and I think it would be a useful use of your time, Ich denke, es wäre sinnvoll, wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet, is if you looked at the events that led to the revolution. und euch die Ereignisse anschauen würdet, die zur Revolution geführt haben. One of them was the connection between France and the United States. Eines der Ereignisse war die Verbindung zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten. And one of the things that was the catalyst for the revolution Und eines der Dinge war der Katalysator für die Revolution. was in fact France's generosity, Und das war in Wirklichkeit Frankreichs Großzügigkeit or its animosity, depending on which perspective you have. oder seine Feindseligkeit, je nachdem, welche Perspektive man Its hat. animosity towards the United Kingdom Seine Feindseligkeit gegenüber dem Vereinigten Königreich and its generosity towards the United States. und seine Großzügigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten. France interjected into the English-American War Frankreich mischte sich in den englisch-amerikanischen Krieg ein and it essentially tipped France over and made it bankrupt financially. It tipped it over financially. und hat letzten Endes England And finanziell zum that was Bankrott coupled to gebracht. climate events that were occurring at that time. Und das war gepaart mit anderen Ereignissen, wichtigen Ereignissen, die zu dieser Zeit You stattfanden. cannot separate France from the United States in that history or this history. Man kann Frankreich nicht von den Vereinigten Staaten trennen, weder in That's der why- Geschichte noch in dieser Geschichte. The words of Le Pen are so important for us to understand today. Deswegen sind die Worte von Le Pen heute so wichtig für uns zu verstehen. So one of the things that Napoleon is famous for saying Eines der Dinge, für die Napoleon berühmt ist, I believe he says it in 1817. ich glaube, er hat es 1817 gesagt. I believe he's in captivity or in imprisonment, house arrest at this time. Ich glaube, er befindet sich in Gefangenschaft oder Hausarrest zu dieser Zeit. So I would love to say this in France, but my accent's no good, so I'm just going to do the English version. Ich würde das gerne auf Französisch sagen, aber mein Akzent ist nicht so gut, deswegen nur auf Englisch. I'm going to give the literal English translation Ich werde die buchstäbliche englische without distinction Übersetzung of nehmen, birth or fortune.
ohne Unterscheidung der Geburt oder des Vermögens. So what that means Was das bedeutet, is that Napoleon was very proud, not only of himself, because he's speaking about himself, ist, dass Napoleon sehr stolz war, nicht nur über sich selber, but also because of the France that he had created. sondern auch über das Frankreich, das er erschaffen hatte. He said, Er sagte, posterity will do me justice, will look at me kindly. die Nachwelt wird mich gerecht behandeln, wird mir freundlich gesinnt Not sein. because of all the mistakes that he had done, Nicht wegen all den Fehlern, die er getan hatte, not because of his place in prophetic history, nicht wegen seinem Platz in der prophetischen Geschichte, not because he was the king of the south, nicht weil er der Südkönig war, not because of our understanding of prophecy, nicht wegen unserem Verständnis der Prophetie, but because of this ideal that he had, that he So- experienced. sondern wegen diesem Ideal, das er hatte, das er erfuhr. If I can put it this way, Wenn ich es so sagen kann, Napoleon reinvents himself Napoleon hat sich selbst erfunden, neu in erfunden. the 21st century Im 21. Jahrhundert in the hearts and minds of this movement. in den Herzen und Gedanken dieser Bewegung. What I mean is the following. Was ich meine, ist das Folgende. We have a perspective of who Napoleon was. Wir haben eine Perspektive darüber, wer Napoleon war. This tool Dieses Werkzeug of Satan or God, depending on your perspective, entweder Satan oder Gott, je nachdem, welche Haltung du hast, actually depending on what story you're telling, je nachdem, welche Geschichte du erzählst, who is used to bring down the king of the north, wer wird benutzt, den König des Nordens zu Fall zu and to bringen? mold and shape history to the end of the world. Die Geschichte bis zum Ende der Welt zu formen. Not only in the old world, but in the new too. Nicht nur in der alten Welt, aber auch in der neuen. So we all understand his role Wir alle as verstehen it seine Rolle pertains to a military leader, als militärischer Führer, or I could say the Revelation 11 perspective. oder aus der Perspektive von Offenbarung 11, Spiritually, Sodom and Egypt. geistlich Sodom und Ägypten. And all that sounds evil. Und all das klingt böse. But today, for a moment, Aber heute, einen Moment lang, as he said of himself, wie er über sich selbst gesagt hat, I want to do him some justice. ich möchte ihm Gerechtigkeit erweisen. He believed the following: Er glaubte das Folgende: without distinction of birth or fortune, Ohne Unterscheidung bezüglich der Geburt a oder dem person Vermögen can become something. kann eine Person zu etwas werden. A career is open to all talents Eine Karriere ist allen Talenten without geöffnet, distinction of birth. ohne Unterscheidung bezüglich der Geburt. He was speaking about himself, Er hatte über sich selbst gesprochen, but he was also speaking about the fruit of the French Revolution. aber er hat auch über die Früchte der französischen Revolution gesprochen. The First Republic, Die Erste Republik, the Declaration, I will say, of human rights. die Erklärung der Menschenrechte. He said, Er sagte,
From nothing, I raised myself to be the most powerful monarch in the world. Aus dem Nichts heraus habe ich mich selbst aufgebracht als der mächtigste Monarch in der Welt. No fortune. Er hatte keinen Namen und er hatte kein Vermögen. Today we would call him a self-made person. Heute würden wir ihn eine self-made Person nennen. Europe was at his feet. Europa lag ihm zu Füßen. And this could only have happened. Und das konnte nur geschehen in the crucible of the French Revolution. In the death, the destruction and the rebirth of France. In der Kreuzigung während der Französischen Revolution, im Tod, in der Zerstörung und in der Wiedergeburt Frankreichs. Ohne diese Ereignisse he could never have been or never have become the man he did. Feuerprobe war das richtige Wort. Er konnte nie werden der Mann, der er gekommen ist. Du kannst also sein Motto verstehen. A career open to all talents. Eine Karriere, die allen Talenten offen ist. Without distinction of birth. Ohne Unterscheidung in Bezug auf die Geburt. Now that philosophy, that idea, diese Idee, diese Philosophie is not unique to Napoleon. Ist nicht einzigartig für Napoleon. It's not unique to France. Sie ist nicht einzigartig für Frankreich. To France's Declaration of Human Rights. Zur Menschenrechtserklärung von Frankreich. Because it sounds very similar to the Declaration of Independence of the United States. Weil es hört sich sehr ähnlich an zur Menschenrechtserklärung oder zur Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, die sagt, all men are created equal. Jeder Mensch ist gleich geboren, gleich erschaffen. Now, I don't know how much time you have taken to consider those words. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr damit verbracht habt, über diese Worte nachzudenken. Because separate to the point about it referring to men. Weil unabhängig zu dem Punkt, dass es hier um Männer geht. Which is not the point I'm making now. Das ist aber nicht der Punkt, den ich hier machen möchte. But all humans are not equal. Aber alle Menschen sind nicht gleich. Napoleon testifies to that fact. Napoleon hat diese Tatsache bezeugt. He says, er sagt, a career open according to one's talents. Eine Karriere ist offen gemäß der Talenten einer Person. In that short statement, in dieser kurzen Aussage, if you unpackage it, wenn du diese auspackst, there are great truths. Da ist viel Wahrheit drin. And I'm going to call it the eternal tension. Und ich würde es die Spannung, eternal and tension, when two things are fighting one another in opposition. Die eternal tension. Die ewige Spannung nennen. Between two viewpoints, between two issues. Zwischen zwei Ansichtsweisen, zwischen zwei Themen. Equality and freedom. Gleichheit und Freiheit. All of that is packaged in his short statement. All das ist in dieser kurzen Aussage verpackt. A career open to all talents. Eine Karriere offen für alle Talente. It addresses the subject of equality. Es adressiert das Thema der Gleichheit. All humans are equal. Alle Menschen sind gleich. But not all humans are the same.
Aber nicht alle Menschen sind das Gleiche. Now, the Americans were not obtuse. Die They Amerikaner understood what Napoleon was saying. haben verstanden, was Napoleon gesagt hat. Of course, they said it decades before he was even born. Sie haben es natürlich schon Jahrzehnte vorher gesagt, bevor er überhaupt geboren wurde. If you go through the Declaration of Independence and continue reading past that statement, Wenn man sich die Unabhängigkeitserklärung anschaut und weiterliest, they expound upon this idea. dann gehen sie The weiter tension über diese Idee hinaus. between everybody being the same, Die equal, Spannung dazwischen, dass jeder gleich ist and people having different talents. und dass die Leute verschiedene Talente haben. And people having different talents, Und dass die Leute verschiedene which Talente haben. I'm identifying as freedom. Und das würde ich als Freiheit identifizieren. So we have discussed so far Marie Le Pen's position for France. Wir haben soweit die Meinung von Marine Le Pen über Frankreich diskutiert. We have discussed how she wants to take us back to the 1960s. Wir haben besprochen, wie sie uns zu den 1960ern zurückbringen will. I don't know if we're willing to call it the Dark Ages. Ich weiß nicht, ob wir bereit sind, das Mittelalter zu nennen, because that was also a history or a decade of enlightenment. denn das war auch eine Geschichte oder ein Jahrzehnt der Erleuchtung. I've then spoken about a positive aspect of France. Ich habe dann über einen positiven Aspekt Frankreichs gesprochen. Spoken about Napoleon Ich habe über Napoleon gesprochen, following the First Republic, der nach der Ersten Republik folgt, where he speaks about the creation of a nation wo er über die Erschaffung einer Nation spricht, where everybody, wo jeder without distinction of birth or money, ohne Unterscheidung über Geburt oder Geld, but purely based upon their own ability, their own talent, aber rein basierend auf ihrer eigenen Fähigkeit, auf ihrem eigenen could Talent, become anything. zu allem werden kann, alles werden kann. And I want us to realize that this idea is closely aligned to the American ideal. Und ich möchte, dass ihr merkt, dass diese Idee direkt verbunden ist mit der amerikanischen Idee. Übereinstimmt. I've already said that I would recommend that you go back and study why the French Revolution began. Ich habe schon gesagt, ich empfehle euch, nochmal zu studieren, warum die Französische Revolution begann. The steps that bring us to that history. Die Schritte, die uns zu dieser Geschichte gebracht haben. I want to talk about another historical point. Ich möchte über weitere historische Punkte sprechen. So I want to take us to 1789. Ich möchte uns ins Jahr 1789 bringen. August 26th. 26. August. So I've spoken about the Declaration of Human Rights.
Ich habe über die Menschenrechtserklärung gesprochen. but as all French people know, that's not an accurate translation. Aber wie alle Franzosen wissen, ist das keine akkurate Übersetzung. In English, it's called the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. Auf Englisch wird es die Erklärung der Rechte von Männern und von Bürgern As the genannt. Americans are going to do in this history, Was die Amerikaner in dieser Geschichte tun werden, the French make the same mistakes. genau die gleichen Fehler hat Frankreich begangen. They produce this document Sie haben dieses Dokument which hervorgebracht, attempts to correct the ills and the woes of France was versucht, die Übel und Leiden von Frankreich as zu it attempts korrigieren, to deal with human civil rights. wenn es mit menschlichen Bürgerrechten zu tun hat. And what I want us to understand Ich möchte, dass wir verstehen, is that as in the United States, wie in den Vereinigten Staaten, the people who are making these decisions, who are creating these documents, die Leute, die diese Dokumente hervorbringen, die diese Entscheidungen treffen, are not in a vacuum. befinden sich nicht in einem Vakuum. They're not in a room locked away from society. Sie sind nicht in einem Raum, der weggesperrt von der Gesellschaft And they are ist. not the only voices that are crying out aloud. Und sie sind nicht die einzigen Stimmen, die laut herausrufen. If you read with a critical eye Wenn du mit einem kritischen Auge liest, the history of these two nations die Geschichte dieser zwei Nationen in that period, in dieser Periode, the period of the revolutions, der Periode der Revolutionen and current history, und in der gegenwärtigen Geschichte. if you think of Biden and Trump, Wenn du über Biden und Trump nachdenkst and you think of Le Pen and Macron, und wenn du über Le Pen und Macron nachdenkst, you see their personalities, you see where they want to take their countries, wenn du ihre Persönlichkeiten siehst und siehst, wohin sie ihr Land bringen möchten, you see how similar things are. wirst du sehen, wie ähnlich die Dinge sind. Now, in the history of these revolutions, In der Geschichte dieser Revolutionen there were voices gab es Stimmen, who held true to the Enlightenment. die an der Erleuchtung Now, we've spoken festgehalten about haben. enlightenment in previous studies. Wir haben über die Erleuchtung The oder die Aufklärung, Enlightenment was a period of history before the revolutions, also die Aufklärung war eine Zeitperiode vor der Revolutionen, which, as the word says, enlightenment, und auf Englisch heißt es Erleuchtung. it was a history where philosophers, thinking people, Das war eine Geschichte, wo Philosophen und Denker began to analyze human nature, begonnen haben, die menschliche Natur zu analysieren, society. die Gesellschaft. We can call them philosophers, Wir können sie Philosophen nennen. which is what most people call them, Die meisten würden sie so nennen. but we could also call them sociologists, Aber wir könnten sie auch Soziologen nennen. people who studied society. Leute, die die Gesellschaft studiert haben. And what happens on both continents? Und was auf beiden Kontinenten geschah, In English, they call it the movers and the shakers, the people in charge. auf Englisch sind es die bewegen, Even though they claim they want to lift up human civil rights,
Also die verantwortlichen Leute, auch wenn sie behaupten, die menschlichen Bürgerrechte They hochzuhalten, want to have equality, möchten und dass sie die Gleichheit haben möchten, that they want to do away with a monarchy, und dass sie die Monarchie entfernen möchten, with a despot. den Despoten entfernen What ends möchten. up happening is that they replace one despot with another. Was sie aber letzten Endes tun, ist, dass sie einen Despoten mit einem anderen Despoten ersetzen. Now, we all have to admit Wir alle müssen zugeben, that France makes bigger mistakes than America. dass Frankreich größere Fehler macht als Amerika. But even in those mistakes, Aber auch in diesen Fehlern the two countries had different roles. hatten diese zwei Länder unterschiedliche Rollen. And even in what was done wrong, God was able to make use of. Und obwohl die Dinge falsch liefen, konnte Gott diese Dinge benutzen. So what am I saying about the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen? Was ich hier über die Erklärung der Rechte von Männern und Bürgern sagen möchte, I'm saying the following, ist das Folgende, that this document, this statement, dass dieses Dokument, diese Aussage, that was meant to be a beacon of human civil rights, die ein Leuchtturm der Menschenrechte sein sollte, fell far short of its purpose, its goal. hat aber sein Ziel And the weit people who verfehlt. produced this document were not blind to that. Und die Leute, die dieses Dokument hervorgebracht haben, waren dem nicht blind On both gegenüber. continents. Auf beiden Kontinenten. But we're speaking about France. Aber wir haben über Frankreich gesprochen. There were voices Es gab Stimmen, who pointed out the duplicity and hypocrisy of this document. die die Doppelmoral und die Heuchlerei dieses Dokuments Even though aufgezeigt we haben. can attack it, Auch wenn wir es angreifen können, and we need to, und wir müssen es angreifen, I don't want us to lose sight of the many good things that this document, this declaration gave to humanity. möchte ich dennoch, dass wir nicht all die guten Dinge, die dieses Dokument der Menschheit gab, aus den Augen So, verlieren. I don't know how many of you are familiar with the declaration. Ich weiß nicht, wie viele von euch diese Erklärung kennen. It's 17 articles or statements. Es sind 17 Artikel oder Aussagen. When you read them, Wenn du sie liest, if you read them in a vacuum, wenn du sie in einem Vakuum lesen würdest, if you read them without context, wenn du sie ohne Kontext lesen würdest, they would all sound really good. dann würden sie alle sehr gut klingen. But as an example, Aber als Beispiel, Article 1, Artikel 1, it says, and let's not get hung up on the word men. Men are born and remain free and equal in rights. lasst uns nicht auf dem Wort Männer aufhängen, aber es heißt dort, Männer sind gleich So men are born geboren free und haben die gleichen Rechte von Geburt an. Männer and sind they must also remain free frei geboren und sie müssen auch frei bleiben. and have equal rights. Und sie haben die gleichen Rechte. Who wouldn't say amen to that? Wer würde dazu nicht Amen sagen? Who would not put their signature to that statement? Wer würde diese Aussage nicht unterschreiben? The problem is, Das Problem ist, it's not just the word men, es geht hier nicht nur um das Wort Männer, it's who those men are. sondern wer diese Männer sind. This was only a very narrow sliver of the French populace, the French people.
Das war nur ein ganz kleiner Teil des This was only a französischen very narrow Volkes. portion of the French people. Das war nur ein sehr kleiner Teil des französischen Volkes. It excluded all women, of course. Natürlich wurden alle Frauen ausgeschlossen. I guess we would expect that. Und ich denke, das hätten wir auch erwartet. It excluded all slaves. Es hat auch alle Sklaven ausgeschlossen. By the way, it took Napoleon 2 times to get rid of slavery. Nebenbei, Napoleon brauchte 2-mal die Sklaverei abzuschaffen, Because the Republic couldn't do it weil die Republik es nicht tun konnte, properly. richtig tun konnte. Then Napoleon said slavery is okay, and then he finally got rid of it. Dann hatte Napoleon gesagt, Sklaverei ist okay und letzten Endes hat er sie dann aber abgeschafft. That's a very simple telling of slavery in that history with respect to France. Das ist jetzt sehr einfach beschrieben in Bezug auf die Sklaverei in der Geschichte Frankreichs. So, not only women, not only slaves, Also nicht nur die Frauen, nicht nur die Sklaven, but we'll call it the uneducated, sondern wir nennen sie die Ungebildeten, those people without land, die Leute ohne Ländereien, without any kind of status in society. ohne irgendeinen Status in der Gesellschaft. None of those people are these men. Niemand von diesen gehörte zu diesen Männern. The definition of men that is being used here is very narrow. Die Definition der Männer, die hier benutzt wird, ist sehr eng. Now, why am I making this point? Warum mache ich diesen Punkt? It's because it becomes a significant issue in our generation, in our history. Es ein wichtiges Thema wird in unserer Generation, in unserer Geschichte. There's this issue that's addressing the rights of men. Da ist dieses Thema, das die Rechte der Männer adressiert. Number 6. Nummer 6. It says every citizen has a right. Dort heißt es, jeder Bürger hat ein Recht. But the reality was that not every man had a right. Aber die Realität war, dass nicht einmal jeder Mann das Recht hatte, Let alone not any women. geschweige denn jede Frau. So this becomes a significant point of contention in this history. Das ist ein bestimmter Punkt, Streitfall in dieser Geschichte. We've run out of time. Wir haben jetzt keine Zeit mehr. What I would like you to do between today and tomorrow Was ich euch bitte zu tun, heute und morgen, is get a copy of this declaration ist, dass ihr euch eine Kopie holt von dieser Erklärung in your own language in eurer eigenen Sprache and go through the 17 articles. und euch diese 17 Artikel durchlest. I will post it on the Zoom forum and then coordinators can distribute it if they like. Ich werde das auf dem Zoom in der Chatgruppe teilen und das kann dann But I verteilt think it werden. would be useful for us to look at those 17 articles Ich denke, es wäre sinnvoll für uns, dass wir uns diese 17 Artikel anschauen and see which of them you agree with, which you disagree with, und schauen, mit welchen wir übereinstimmen und mit welchen wir nicht übereinstimmen. which you think are relevant today or irrelevant today. Welche denkt ihr sind heute wichtig und welche sind heute nicht wichtig? Also, if you have the opportunity, look at the history that comes before the revolution. Wenn ihr auch die Möglichkeit habt, schaut euch die Geschichte an, die vor der Revolution war. The Enlightenment, Die Aufklärung, the American Revolution, die amerikanische Revolution, climate change issues, Probleme mit dem Klimawandel, how they all come together
wie die alle zusammenkamen, with an inept king in France. Inept means an inexperienced king mit einem unerfahrenen König in Frankreich, who ignites the flame der die Flamme entfacht, that is the French Revolution. was dann zur Französischen Revolution wird. There are good things and there are bad things. Da gibt es gute Dinge und auch schlechte Dinge. Let's close with prayer. Lasst uns mit einem Gebet schließen. Holy God, Heiliger Gott, as we consider the history in which we are living, wenn wir die Geschichte betrachten, in der wir leben, may we remember mögen wir uns daran erinnern, that we are both observers, dass wir sowohl Beobachter sind, the third angel, der dritte Engel, we are actors, we are participants of history, wir sind auch Teilhaber der Geschichte, the second angel. der zweite Engel. We are going through an experience, Wir gehen durch eine Erfahrung hindurch. something that we don't fully yet understand, Etwas, das wir noch nicht komplett verstehen. as we see the twists and turns of the fulfillment of prophecy. Wenn wir diese Drehungen und Wendungen We der can either be Erfüllungen der plants of Prophetie righteousness, sehen, können wir entweder Pflanzen der Gerechtigkeit sein or we can be stubble fit for fire. oder wir sind fürs Feuer. As we both Stoppeln. observe and experience Wenn wir sowohl beobachten als auch the erfahren, events that are touching all of humanity die Ereignisse, die die ganze Menschheit berühren, on every continent of this planet, auf jedem Kontinenten auf diesem Planeten, may each of us be thankful möge jeder von uns dankbar sein for the privilege, für das Privileg, for the safety für die Sicherheit, of being in your church, in deiner Kirche zu sein. an organization that has been cut out of humanity, Eine Organisation, die aus der Menschheit herausgeschnitten that is wurde, shielded and protected die geschützt wird, both from the mountain and the statue. sowohl vom Berg als auch von der Statue. Though we have this great privilege, Wir haben dieses große Privileg, you have told us du hast uns gesagt, that many are called, dass viele gerufen sind, but few are chosen. aber wenige sind auserwählt. In this history, In dieser Geschichte, in this dispensation, in dieser Dispensation, help each of us that are physically in this movement, hilf jedem von uns, der sich physisch in dieser Bewegung befindet, who have an intellectual assent to the truth, der intellektuell einen Zugang zur Wahrheit hat, to the veracity of the midnight cry, zu der Vielfalt des also Mitternachtsrufs, have an experience, dass er aber auch eine Erfahrung hat, so that we may remain in this movement damit wir in dieser Bewegung bleiben würden and not fall into the wicked world below, und nicht in diese böse Welt nach unten fallen würden, which on one side is the mountain die auf der einen Seite der Berg ist and on the other the statue. und auf der anderen Seite die Statue. Either ditch Beide Gräben means death to the individual. bedeuten für das Individuum den Tod. Help us to remain on the path Hilf uns, auf dem Pfad zu bleiben and to understand how history is repeating. und hilf uns zu verstehen, wie die Geschichte In sich Jesus' wiederholt. name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want to thank you, Ich möchte euch danken and hopefully in our next presentation I'll explain my background.
Und hoffentlich in der nächsten Präsentation werde ich meinen Hintergrund hier erklären. God bless. Gott segne euch.